Mein Arbeitsalltag ist echt strukturiert. Action! Hi, mein Name ist Fabio, die meisten kennen mich aber unter meinem Spitznamen Fabs. Ich arbeite seit mittlerweile 12 Jahren bei Mediamarkt und Saturn. 11 Jahre lang davon im Markt auf der Fläche und seit einem Jahr hier in Ingolstadt am Headquarter als Content Creator. Meine Superkraft ist, ich kann die Gebärdensprache. Das ist natürlich nur eine von vielen Fähigkeiten, die mich zum Experience Champion macht. Mein Werdegang ist relativ vielfältig gewesen. Ich habe angefangen VWL zu studieren 2011, habe dann auch durchgezogen, habe aber gemerkt, das Ganze ist eigentlich überhaupt nicht meins, Bürojob, nee, werde ich überhaupt nicht glücklich. Mein Chef hat das zum Glück damals sehr früh erkannt, hat dann gesagt so, hey, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich. Mach doch das, worin du gut bist. Und zwar bist du tatsächlich sehr gut im Sales. Mach doch einfach die Ausbildung, das ist einfach ein bisschen fundierter nochmal. Habe ich die Einzelhandelskaufmann verkürzt gemacht innerhalb von 2 Jahren und habe dann ab 2016 angefangen, ganz normal auf der Fläche zu arbeiten. Wie wird man vom Marktmitarbeiter zum Content Creator? Ich habe privat schon viel angefangen, Content zu kreieren, damals noch auf Livestreaming-Plattformen im Gaming-Bereich. Und dann habe ich irgendwann meinem Chef gesagt, wir brauchen Social Media. Und ja, das habe ich dann penetrant durchgeführt, ein paar Monate lang. Da hat er immer gesagt, okay, mach einfach mal. Und dann hat sich diese Affinität rausgesucht. Es wurde immer besser, ich habe immer mehr Spaß daran bekommen. Irgendwann wurde es so groß, dass ich die ersten Shows gemacht habe für Mediamarkt Saturn. Und dann waren die ersten Drehs hier am Headquarter, also am Campus nennen wir das Ganze hier in Ingolstadt. Und dann wurde irgendwann gefragt, hey, das bräuchten wir schon öfters. Mein Chef hat dann natürlich gesagt, so ja, ich brauche dich aber auch hier im Verkauf. Und irgendwann letztes Jahr kam dann der Anruf, wir brauchen dich Vollzeit hier am Headquarter, am Campus. Und dann habe ich gesagt, am nächsten Tag, mache ich genauso. Und dann bin ich hier hingekommen und seitdem darf ich das hauptberuflich machen. Mein Chef hat auch gesagt, also du gehörst vor die Kamera, eigentlich halte ich dich hier nur auf, also mach das, worin du gut bist und ziehe raus nach Ingolstadt. Und zum Glück habe ich ja die ganze Unterstützung von meinem Chef, von der Firma bekommen, dass es mir sehr einfach gemacht hat. Und dann habe ich den Weg hierhin nach Ingolstadt gefunden und darf seitdem wirklich einen absoluten Traum leben. Das muss man wirklich sagen. Also ich darf Sachen machen, wenn sich Leute meinen Arbeitsalltag so begleiten, denken immer nur so, und ich darf die verrücktesten Sachen machen. Ich darf hier im Markt stehen und euch erzählen, was mein Job ist und darf auch einfach mal Spaß vor der Kamera haben. Ist nicht selbstverständlich, bin ich sehr dankbar für. Ich glaube, am meisten Spaß in meinem Job macht mir mein Team, weil wir wirklich echt viel Motivation aus gegenseitigem Rumalbern machen können, weil wir hier nicht alles ernst nehmen. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Also gerade um diese Kreativbatterien aufzunehmen, braucht man ein stabiles Team, was auch immer wieder Inputs gibt. Nicht jeder Dreh funktioniert perfekt. Aber da muss man auch so ehrlich sein und sagen, pass auf Leute, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ich kann mich immer darauf verlassen. Also wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weiß ich, dass auch das Feedback kommt von meinem Team. Und natürlich halt dieser verrückte Arbeitsalltag. Die krasseste Woche, die ich zum Beispiel mal hatte, ist, da war ich in Köln eine Woche lang für einen Dreh. Danach ging es nach Berlin, wieder zurück nach Köln und dann auch noch nach Hamburg. Und das waren einfach 4 Wochen, die so vorbei waren, wo ich unfassbar viel gearbeitet habe. Aber es hat sich keine Sekunde nach wirklich Arbeit angefühlt. Ich habe jeden Tag Bock, die Gesichter zu sehen und einfach mein Bestes zu geben und versuchen es immer besser zu machen, weil wir sind bestimmt noch nicht da, wo wir später mal irgendwann sein werden und wir können immer besser werden. Also mich macht zum Experience Champion natürlich zum einen, dass ich die Gebärdensprache spreche. Das hat mich natürlich gerade im Markt bei ganz vielen Kunden weitergebracht. Dadurch kamen viele Kunden aus der Region nur zu mir, weil ich da einzigartig im Bereich war. Und da würde ich mal gucken, es gibt, glaube ich, ganz viele Kollegen auch draußen, die das auch können. Seid mutig, entwickelt da eure Kundenstamm, weil da können wir die Besten sein. Das kann kein anderer Konkurrent von uns mit darbieten. Zum anderen natürlich kann ich jetzt in meinem aktuellen Job diese 11 Jahre Markterfahrung an vielen Stellen mit einbringen. Ich weiß, wie unsere Unternehmensuhren ticken. Nach 11 Jahren hast du viel gesehen und viel erlebt und Sachen, die jetzt gerade hier im Headquarter anders wahrgenommen werden, kann ich mal sagen, so, nee, Leute, so ist das Ganze nicht. Ich glaube, da kann man natürlich ganz viel aus der eigenen Erfahrung dann auch noch hier an die Kollegen vermitteln. Und das hilft natürlich auch ganz viel in der Kommunikation zu den Kunden draußen, weil was gibt es Besseres, als jemanden zu haben, der sich wirklich mit unseren Produkten auskennt. Ich glaube, das macht mich ziemlich einzigartig. Was würde ich mir wünschen für die Zukunft? Zum einen natürlich
dass ich das in diesem spannenden Umfeld weitermachen darf wie bisher, weil das liebe ich einfach nur. Auch dass nicht jeder Tag gleich ist, dass wir so viele Herausforderungen haben. Zum anderen sind wir auch natürlich auch als Firma immer wieder im Umbruch, gerade was Social Media angeht. Würde ich mir natürlich wünschen, manchmal auch ein bisschen Mut zu beweisen. Wir sind die Nummer 1, wir können doch Sachen einfach mal ausprobieren. Wirklich diese alten Muster zu vergessen und dann den Wegbereiter für etwas Neues zu sein. Also ab und zu mal ein bisschen mehr, wir können das Ganze. Wir müssen nicht andere kopieren, sondern wir sind die Nummer 1. Ja, da könntest du recht haben. Ja, das ist mir gar nicht so bewusst, ja. Oh nein!